Die Sammlung Prinzhorn ist die größte und älteste Sammlung mit Werken von Psychiatrieerfahrenen. Sie umfasst heute ungefähr 40.000 Werke, zumeist auf Papier, einige Gemälde, Skulpturen, textile Arbeiten aus dem Zeitraum von 1800 bis heute. Die Menschen, die hier vertreten sind mit Bildern und auch mit Texten, sind zumeist Menschen, die eine psychische Krise durchlebt haben und die als psychisch krank eingeordnet und diagnostiziert und in psychiatrischen Einrichtungen untergebracht wurden. Ich heiße Thomas Röske, ich bin Leiter der Sammlung Prinzhorn. Die Sammlung Prinzhorn ist eine Einrichtung des Universitätsklinikums und der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg. Ich bin Kulturwissenschaftler und ich suche eigentlich danach, diese Werke und auch die Tatsache, dass diese Menschen ausgegrenzt worden sind und in psychiatrische Anstalten untergebracht worden sind, kulturgeschichtlich zu kontextualisieren. Diagnosen sind wandelbar, es ist keine feststehende Einheit. Psychische Krankheiten sind sowieso sehr viel komplizierter, sehr viel komplexer zu erfassen als physische Krankheiten. Die Sammlung fällt sicherlich dadurch auf, dass die meisten, die mit Werken vertreten sind, sei es mit Texten oder Bildwerken, keine künstlerische Ausbildung hatten. Die meisten haben erst unter dem Eindruck oder in der Zeit ihrer psychischen Erkrankung angefangen, schöpferisch tätig zu sein. Der Wunderhirte von August Natterer. August Natterer war ein Elektroingenieur und Mechaniker, der eine psychische Krise erlitten hat. Er hat eine Vision gehabt. Am 1. April 1907, oberhalb der Rotebühl-Kaserne in Stuttgart, hat er an die 10.000 Bilder sich abwechseln gesehen. Er sagt später, es sah aus wie ein Film. Er kam dann in die Psychiatrie und dort hat er ab 1911 einzelne dieser Bilder aufgezeichnet, und zwar wie ein technischer Zeichner. Diese Bilder sind für ihre Zeit sehr ungewöhnlich. Wir sind da in der Hochzeit des Expressionismus. Die sehen aber aus wie neusachliche oder konkrete Zeichnungen. Und wir sehen die heute vor allen Dingen als das, was sie dann geworden sind, nämlich als wesentliche Anregung für den Surrealismus. Max Ernst hat sich damit beschäftigt und hat bestimmte Verfahrensweisen aus diesem und anderen Bildern Natterers abgeleitet und die dann für seine eigenen Werke verwendet. Ein weiteres Werk ist eine der Zeichnungen von Wilhelm Werner. Wilhelm Werner, 1898 geboren, kam mit einer offenbar leichten Behinderung auf die Welt, lebte immer am Rande der Gesellschaft und ist dann 1919 mit der Diagnose Idiotie in eine Anstalt eingeliefert worden in Werneck. Er ist dort offenbar Anfang der 30er Jahre zwangssterilisiert worden und wir wissen mittlerweile auch, dass man ihn getötet hat in Pirna Sonnenstein im Rahmen des sogenannten Euthanasie-Programms. Er hat 1938 44 Blätter mindestens mit Fantasien über die Zwangssterilisierung gezeichnet. Und die haben sich erstaunlicherweise erhalten. Diese Fantasien, die Werner geschaffen hat, sind tatsächlich sehr beeindruckende Zeugnisse für den Versuch, damit umzugehen, was er erlebt hat und was ihm angetan wurde. Es gibt fast keine freien künstlerischen Arbeiten von Patientenkünstlern aus dieser Zeit des Nationalsozialismus. Und das macht diese Zeichnungen so besonders, aber auch, dass sie eine besondere ästhetische Qualität haben. Sie erinnern tatsächlich an Bauhauszeichnungen. Es sind sehr komplexe und symbolisch aufgeladene Zeichnungen. Bei diesem Werk handelt es sich um eine Arbeit von Nicole Guiraud. Nicole de Guiraud ist in Algerien aufgewachsen und ist Opfer des algerischen Bürgerkriegs geworden. Sie hat als Kind den linken Arm verloren, wird dann Künstlerin, geht nach Deutschland Anfang der 70er Jahre und dort erleidet sie, was man wahrscheinlich als posttraumatische Belastungsstörung benennen würde. Sie verlässt 1980 ihre Wohnung nicht mehr aus Angst. Und um überhaupt in dieser Situation bestehen zu können, sie sagt, anders hätte sie wahrscheinlich in die Psychiatrie müssen, fängt sie an, ihre Tagesreste aufzubewahren und damit sozusagen zu dokumentieren, wer sie ist. Und hat in den 3 Zimmern ihrer Wohnung, Küche, Bad, Atelier, innerhalb von 9 Monaten jeweils 39 Einmachgläsern mit solchen Tagesresten gefüllt. Die Einmachgläser dienen ihr als eine Art Mini-Vitrine. Die Arbeit von Nicole Guiraud dient uns vor allen Dingen immer wieder dazu, Menschen klarzumachen, warum Menschen in psychischen Ausnahmesituationen kreativ werden. Kunst scheint ein ganz neutraler, unhinterfragbarer Begriff.
Wenn man von diesen Werken ausgeht, merkt man, das ist schon eine ziemliche Konstruktion und ich versuche das auch meinen Studenten weiterzugeben. Wir haben Forschungsprojekte, wir sind in der Lehre tätig. Es gibt auch eine ganze Reihe von Verbindungen zu anderen Hochschulen, die Kurse machen, durch die Sammlung geführt werden, grundlegendes Lernen über Psyche und Kreativität. Das, was sich beobachten lässt, ist, dass die Bilder für Besucher, und zwar jegliche Besucher, eine große Faszination haben. Wir haben in den letzten Jahren vor allem den historischen Bestand der Werke bis 1945 digitalisiert. Das sind über 30.000 Digitalisate. Die möchten wir gerne auch ins Netz stellen. Ich finde die Zusammenarbeit mit den Universitätssammlungen sehr wichtig, um die Sammlung auch in einen Kontext zu stellen. Ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, die dieses High Collections hat.